Hallo zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Video von uns. Ich habe mich noch nicht mal umgezogen. Es geht eigentlich darum, dass wir relativ viele Anfragen bekommen haben zu dem Ausgangswellen-Ritzel-Mod. Und bevor ich jede Frage einzeln beantworte, habe ich gedacht, ich mache ein kleines Video, dann kann das jeder viel besser sehen, wie wenn ich das versuche wörtlich zu erklären. Also es geht speziell hier um das Problem mit der verschleißenden Ausgangswelle bei der Honda CRF 300L und wie wir das modifiziert haben, damit das Ritzel nicht mehr so viel Spiel hat. Und weil ich so ein Guter bin, werde ich das, obwohl das so wunderschön montiert ist, mal für euch auseinanderbauen. So, das ist jetzt ganz aktuell meine Ausgangswelle, wie sie nach 113.000 Kilometern ungefähr ausschaut. Man sieht hier schon, dass es Abnutzung gab. Und ich zeige jetzt euch mal, wie das Ritzel normalerweise ausschaut, wie viel Spiel das hätte. Und dann zeige ich euch, wie das zusammengebaut wurde. Ich habe jetzt für euch den Originalzustand wiederhergestellt. Einfach mal, um zu zeigen, wie viel Spiel das hat normalerweise. Das ist jetzt natürlich ein bisschen mehr nach 113.000 Kilometer, als wenn das Motorrad nagelneu ist. Aber trotzdem ist hier immer ein bisschen Spiel. Und da dass das halt ein bisschen Spiel hat und die Kette da immer dran reißt, verschleißt halt diese Ausgangswelle immer mehr. Und um das zu verhindern, haben wir eben diese Modifikation vorgenommen, die ich euch jetzt näher erläutern will. Folgende Teile werden für die Modifikation benötigt. Das ist einmal das Original Ritzel, in dem Fall ist es ein JT. Dann das Original Sicherungsblech und ein abgeschliffenes Ritzel, wo die Zähne entfernt wurden. Da kann man ein altes nehmen oder auch einfach ein neues. Wir hatten ein 13 Zähne da, das wir nicht verwendet haben, dann habe ich das abgeschliffen. Dann brauchen wir zwei längere Schrauben. Das ist das Original. Das ist deutlich zu kurz. Wir brauchen also zwei längere. Das ist ein 2 mm Edelstahlblech. Da wurden die Bohrungen gesetzt, dass es eben zum Ritzel passt. In der Mitte ist eine Bohrung, wo ein Gewinde reingeschnitten wurde. Und da kommt später diese Madenschraube rein. Und die wird gesichert zusätzlich noch mit einer Mutter, damit sie sich nicht von selber lösen kann. Das Ganze sieht dann zusammengebaut so aus. Original Ritzel, Sicherungsblech, das abgeschliffene Ritzel, das Edelstahlblech von außen, dann die zwei Schrauben da rein. Und jetzt kommt die Madenschraube hier in die Mitte. Und wenn man die jetzt anzieht, dann zieht es dieses ganze Paket nach außen, beziehungsweise dieses Sicherungsblech zieht es von innen an die Nut dran, also nach außen an die Nut dran. Und dann hat das Ganze eben praktisch gar kein Spiel mehr. Zusätzlich, weil hier eben auch noch eine Verzahnung drin ist, im abgeschliffenen Ritzel, kann man den vorderen Teil, fahren wir darüber bitte, den vorderen Teil der Verzahnung von der Ausgangswelle eben auch noch zusätzlich nutzen. Das heißt, man hat ein bisschen mehr Material, das dann auch länger braucht, um verschlissen zu werden. Das ist das ganze Prinzip dahinter. Ich setze es jetzt einfach nochmal zusammen. Wir packen da keine Kupferpaste oder Schraubensicherungslack oder sonst was dazwischen, sondern ich nehme einfach ein bisschen normales Lagerfett. Dann kommt das Sicherungsblech drauf. So. Das ist die normale Grundkonstruktion. Da kommt jetzt das abgeschliffene Ritzel drauf. Das sind beide Gewinde rausgebohrt. Das heißt, die Schraube außen am Edelstahlblech geht einmal da komplett durch und ganz normal in das Gewinde vom Hauptritzel hinten rein. Das sieht man jetzt auch schön, dass es außen nochmal in die Verzahnung reingreift. Und jetzt kommt was extrem Wichtiges. Da solltet ihr wirklich aufpassen. Wir haben am Anfang ganz normalen Schraubensicherungslack Mittelfest verwendet. Das hält nicht. Mir ist es in der Türkei, sind alle Schrauben rausgeflogen und ich hatte nur Glück, dass das Ritzel noch drauf geblieben ist auf der Ausgangswelle. Der Rest war weg. Also ihr müsst definitiv Schraubensicherungslack schwer demontierbar nehmen. Achtet darauf, weil das kann lebensgefährlich werden. Ganz wichtiger Schritt. Schraubensicherungslack, schwer demontierbar. Fast fertig. Und man sieht, es hat immer noch ein bisschen Spiel. Deswegen kommt zum Abschluss die Madenschraube hier in die Mitte rein.
Ich habe da jetzt auch Schraubensicherungslack schwer demontierbar drauf. Das ist jetzt nicht unbedingt nötig. Man kann auch einen normalen nehmen, dann kann man es ein bisschen leichter lösen. Wenn man die jetzt anzieht, passiert genau das, was ich vorhin erzählt habe. Das ganze Paket bzw. das Sicherungsblech wird von innen an die Nut dran gezogen, indem die Madenschraube von vorne auf die Ausgangswelle drauf drückt. Ich habe jetzt noch nicht die Sicherungsmutter drauf, aber man sieht, jetzt ist schon wieder gar kein Spiel. Das Spiel ist vollkommen verschwunden. Mit der Zeit wird es ein ganz kleines bisschen Spiel bekommen, weil das eben doch ein bisschen Verschleiß alles da drin, aber es ist viel, viel weniger als mit der Originalkonstruktion. Also ganz zum Schluss, dann noch in der Mitte die Sicherungsmutter drauf, damit sich die Madenschraube nicht so leicht von selber lösen kann. Fertig das Ganze. Das haben wir auch, die ganzen Teile, immer wieder verwendet. Also wir haben da nie irgendwas ausgetauscht, bis auf das Ritzel natürlich, wenn es verschlissen war. Der Rest, Schrauben, Madenschraube, haben wir alles weiterverwendet. Wenn dann alles montiert ist, kommt natürlich diese Schutzkappe wieder drauf. Da gibt es jetzt noch eine kleine Besonderheit, dadurch, dass das ein bisschen mehr raussteht als die Originalkonstruktion, muss man hier, das steht normalerweise ein bisschen höher raus, der Kunststoff hier, den muss man ein bisschen abnehmen, sonst passt das nicht mehr drauf, ohne dass es schleift. Also es passt gar nicht mehr drauf. Also ich habe das einfach bis auf diese Stege hier runtergekürzt, diesen mittleren Teil, und so ist wieder genügend Platz, damit das Ganze montiert werden kann. So, und jetzt denkt er wahrscheinlich bestimmt, tolle Aktion, aber wer hat denn schon eine Drehmaschine daheim, die ein gehärtetes Ritzel abdrehen kann? Das Problem hatten wir natürlich auch. Deswegen will ich euch mal kurz zeigen, wie wir das gelöst haben, wie wir tatsächlich die Zähne von dem Ritzel entfernt haben, damit man das als Adapterritzel vorne benutzen kann. Zum einen habe ich einfach ein entsprechendes Schleifblatt, Flexblatt genommen für die Flex. Damit habe ich grob die Zähne entfernt. Das ging relativ gut. Könnt ihr auch sehen, ich habe vorsichtshalber, weil ziemlich viel Funkenflug entsteht, einen Motorradhelm aufgezogen, weil ich natürlich nicht irgendwelche Splitter im Gesicht haben wollte. Dann anschließend habe ich das an der Schleifmaschine bearbeitet. Ich habe es immer wieder gedreht, bis ich optisch zufrieden war, dass es einigermaßen rund war. Und dann habe ich gedacht, naja, wie kriege ich das jetzt komplett ausgewuchtet rund? So von Hand wird es ein bisschen schwierig. Dann habe ich das Ganze auf die Flex drauf gespannt und habe hier den Schleifstein, einen Schleifstein, Wetzstein dagegen gehalten, bis es eben eigentlich maximal rund war. Also es ist vollkommen ausreichend, kann man sich nicht beklagen. Klar geht es an der Drehmaschine besser, aber wie gesagt, wer hat schon eine Drehmaschine daheim? Das ging gut. Beim zweiten Ritzel war ich schon schneller. Jetzt kommt der größte Mist. Und zwar muss ja das Gewinde rausgebohrt werden. Und das ist natürlich ein gehärtetes Ritzel, das ist extrem hart. Es ist wirklich unglaublich hart. Mit einem normalen Metallbohrer braucht man da gar nicht erst anfangen. Man könnte jetzt einen VHM-Bohrer kaufen, Vollhartmetallbohrer. Hat man aber als normaler Mensch normalerweise auch nicht unbedingt daheim rumliegen und ist auch nicht ganz günstig. Also habe ich mich ein bisschen umgehört und bin letztendlich auf eine Idee gekommen, wo wahrscheinlich den Schlossern und Werkzeugmechanikern die Haare zu Berge stehen. Und zwar habe ich ihn verlegt. Ich habe einen Steinbohrer genommen, beziehungsweise mehrere, weil auch einer kaputt gegangen ist. Und dadurch, dass der natürlich nicht besonders gut schneidet, weil es ja ein Steinbohrer, aber er hat eine extrem harte, ich glaube, es ist eine Kobalt-Wolfram-Carbid-Legierung. Die Spitze ist extrem hart, die fehlt jetzt hier, weil sie rausgebrochen ist. Die habe ich an der Schleifmaschine angeschliffen, damit er eine kleine Schneide hat. Und mit dem habe ich dann das Gewinde rausgeschnitten. Da muss man extrem aufpassen, weil die ist sehr spröde, diese Spitze, und wahrscheinlich macht er auch eine kaputt. Ich habe auch eine kaputt gemacht, obwohl ich Schneidöl genommen habe, was ihr unbedingt nehmen solltet, und auch relativ langsame Bohrgeschwindigkeit und unbedingt eine Brille aufziehen, weil das ist wirklich extrem gefährlich. Das verkantet super schnell im Gewinde, weil das so hart ist, und die Wahrscheinlichkeit, dass euch die Spitze einmal splittert, ist relativ hoch. Aber mit etwas Mühe bin ich dann letztendlich da durchgekommen. Geht sicherlich schöner, ich weiß, aber das ist das Material, das Werkzeug, das wir zur Verfügung hatten, und es hat damit geklappt.
Aber das mühsamste letztendlich war wirklich bei beiden Ritzeln einfach diese Gewinde rauszubohren. Wem das zu aufwendig ist und der nur ein bisschen das Spiel verbessern will, da gibt es eine einfachere Methode. Und zwar nimmt man einfach ein Sicherungsblech, ein zweites Sicherungsblech und klemmt es hinter das Ritzel. Und den Rest montiert man ganz normal. Normalerweise ist das Sicherungsblech ein ganz kleines bisschen zu dick, weil das hier nämlich konisch zuläuft. Damit es gepasst hat, habe ich hier einen Grat abgenommen vom Sicherungsblech, indem ich einfach so einen Schleifaufsatz für eine Bohrmaschine genommen habe. Habe das vorsichtig rausgeschliffen und immer mal wieder probiert, dass es auch wirklich maximal wenig Spiel hat. Dann kommt es da hinten drauf. Dann kommt das Ritzel davor und dann das normale Sicherungsblech mit den Schrauben. Das hilft schon mal ganz gut, aber hundertprozentig bekommt man das Spiel so nicht weg. Aber wer einfach nur schnell ein bisschen was dagegen machen will, um zu verhindern, dass es schnell verschleißt, kann einfach ein zweites Ritzel dahinter machen. Sicherungsblech dahinter machen. Sorry. Wer also viele Kilometer unterwegs ist und seine Ausgangswelle ein bisschen schonen will, da lohnt sich definitiv, diesen Mod zu machen. Wenn es schon so weit ist, dass die Ausgangswelle kaputt wäre, also wenn bei uns jetzt mal der Fall wäre, dass wir die austauschen müssten, dann würde ich tatsächlich versuchen, einen Schlosser oder jemanden mit einer Drehmaschine zu finden, der uns für eine neue Ausgangswelle vorne ein Gewinde reinschneidet. Also ein Gewinde so in die Ausgangswelle rein. Dann könnte man statt diese Madenschraube nämlich das Ganze mit einer Schraube fixieren, mit einer großen. Weiß nicht, ob mir das jemand machen würde, weil diese Welle ist natürlich auch gehärtet und man braucht wieder spezielles Werkzeug, um da ein Gewinde reinzuschneiden und vor allem ein Loch zu bohren. Aber das würde ich versuchen. Das wäre wahrscheinlich letztendlich die beste Lösung. Aber wie gesagt, 113.000 Kilometer mit dieser Konstruktion, das sollte meistens erstmal völlig ausreichend sein. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein.